Es tut so gut, wieder in Mexiko zu sein und das Land weiter zu erkunden. Als erstes geht es in die Werkstatt, denn es steht noch einiges offen. Das war eine richtige Scheißaufgabe jetzt. Aber dafür werden wir mit einem ganz besonderen Erlebnis belohnt. Und dann auf einmal kamen die hinter diesen Bäumen her. Schön seid ihr wieder mit dabei. Ja, seit dem letzten Video sind wir nochmals etwa 1000 Kilometer gefahren. Also die Fahrt hier war doch ziemlich anstrengend. Ja, aber wir sind hier wieder in San Miguel de Allende, einem Ort, der vielen von euch wahrscheinlich was sagt. Hier haben wir vor etwa 4 Monaten eine gute Zeit verbracht. Ja, aber wir müssen unbedingt die Awning fertig bekommen. Wir müssen noch das Mückennetz montieren und wir wollen hier bei der Werkstatt, wo wir uns jetzt zurzeit befinden, einen Ölwechsel machen. Ja, mal schauen, ob wir das heute noch alles fertig bringen, denn wir wollen endlich wieder reisen und ja, das schöne Mexiko entdecken. Ich versuche mich hier schon mal einzulesen, wie wir dieses Mückennetz installieren können. Das wird ja so angebracht, dass dann die Dichtung rund um die Schiebetür drauf gedrückt wird und somit ist da auch kein Abstand, wo die Mücken rein können. Da gibt es Beschreibungen, YouTube-Videos, ganz viele Sachen, die man beachten muss. Also ich hoffe, wir kriegen das hin, aber ich glaube, das soll schon machbar sein. Ja, das wird schon gehen. Ja, mal sehen, wie weit wir kommen. Die Jungs sind eigentlich erst vor kurzem angekommen. Das Tor ist zwar schon offen, aber ich glaube, die brauchen noch eine halbe Stunde oder so. Dann fangen wir einfach schon mal an. Genau. Sind schon mal produktiv. Als erstes kommt endlich dieses ja mittlerweile schon ganz schön abgegriffene Mückenvorhang-Ding runter. Ah, tut gut, das endlich wegzuhaben. Mit dem Bremsenreiniger entfetten wir mal einfach alles. Ja, damit das Zeug einfach klebt und ja, dann hält. Also ich habe überhaupt keine Geduld für solche Fummelarbeit. Wenn man die Videos sieht, sieht das so einfach aus, aber wenn man dann selbst das ausrichten muss, ist es doch ziemlich kompliziert, finde ich. Zum Glück hat Jessie mehr Geduld als ich. Ja, also es ist wirklich so eine blöde Arbeit. Man muss irgendwie 5000 Mal die Klammer um einen Millimeter anpassen. Und es ist sowieso so schwer abzuschätzen, weil das Ding ist halt so total lose noch. Und davon leitet man dann alles ab, die Positionierung und so. Aber ja, mit ein bisschen Geduld, irgendwann schaffen wir es, oder? Ich glaube, die erste Diskussion haben wir hinter uns, aber jetzt läuft es besser. Jetzt mache es nämlich nur noch ich. Ich mache es alleine, dann geht's besser. Ja. Wir hatten ja, damit wir keine, sagt man, so Metallstellen halt haben, damit es ein bisschen gemütlicher ist drin, haben wir das Metall immer gefilzt. Hier war ich nicht so genau. Ich bin ein bisschen zu nahe an den Flansch, an den Rand des Metalls gegangen. Also muss ich da ein bisschen was wegschneiden. Aber es war nur hier an dieser Stelle. Ich glaube, das Gröbste haben wir eh durch. Wenn man es einmal raus hat, dann geht's eigentlich. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Also das Blöde ist die Positionierung am Anfang. Dann die Ecke ist ein bisschen doof, aber die Seite geht dann eigentlich recht gut. So, mit der Bugwall sind wir ganz schön gut vorangekommen. Viel fehlt nicht mehr. Und während wir an dem Mückennetz arbeiten, sind sie hier schon am Ausmessen für diese V-Stücke. Ahí tiene 90. Es 90? Sí. Bevor es mit dem Video weitergeht,
Okay, diesen Spruch kennt ihr ja bereits, aber wie ihr wisst, ist uns die Sicherheit unterwegs, wie auch im Internet, sehr wichtig. Vor allem, wenn wir uns immer wieder in irgendwelche öffentliche WLAN-Netze einloggen. Deshalb vertrauen wir schon seit längerer Zeit auf CyberGhost VPN. CyberGhost hat über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Privatsphäre und Sicherheit und ist darin weltweit ein führender Anbieter mit über 38 Millionen Nutzern. CyberGhost VPN hat für uns zwei grundlegende Vorteile. Der eine ist eben die Sicherheit. Alle unsere Daten werden nämlich verschlüsselt, unsere IP-Adresse verborgen und überhaupt der gesamte Datenverkehr wird durch den gesicherten VPN-Tunnel geleitet. Somit bleiben wir online anonym und unsere Aktivitäten können überhaupt nicht nachverfolgt werden. Gleichzeitig ist uns aber auch das Umgehen von Geoblocking sehr wichtig. Mit über 7000 Servern in 90 Ländern können wir uns von fast überall einloggen und so Websites, YouTube-Videos oder auch Inhalte von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns gerade physisch aufhalten. Denn den passenden Standort stellen wir ganz einfach ein. Natürlich funktioniert das auf allen gängigen Plattformen und ein Account reicht auch für 7 Geräte und das müssen nicht die eigenen sein und es gibt auch ein 24/7 erreichbares deutsches Support-Team. Also testet CyberGhost VPN am besten selbst. Mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Wir wurden gerade gebeten, vor in die Garage zu fahren oder vor die Garage, damit die ja direkter an der Werkstatt sind. Und wir sind gerade auch mit dem Mückennetz fertig geworden. Also ich möchte es nochmal prüfen im Detail, aber es sieht eigentlich schon wirklich richtig gut aus. Ich zeige es euch gleich, sobald Roberto wieder in Position ist. An einigen Stellen an den Füßen von unserem Roof Rack hat sich schon ein bisschen Rost gebildet und ja, deshalb behandeln sie das jetzt auch noch kurz, damit dann die Awning auch richtig gut hält. Okay, der Zwischenstand ist, dass sie wohl alles ausgemessen haben. Jetzt haben wir besprochen, wie das angebracht werden soll. Damit wir aber diese Schienen nutzen können, müssen wir die alten Schrauben, die wir in Simi Valley angebracht haben, wieder rausnehmen. Da können wir uns wenigstens nützlich machen, das machen Roberto und ich. Und ja, dann kommen wir richtig gut voran. Endlich mal 2 Minuten Ruhe, also kann ich euch ganz kurz das Mückennetz zeigen, bevor die hier gleich wieder weitermachen. Ich glaube, das Resultat ist ganz gut geworden. Vor allem das Konzept gefällt uns. Hier in der Mitte ist so ein Magnetstreifen. Da kann man auf und zu machen. Auf der Seite gibt es jeweils auch noch einen Reißverschluss. Aber wir werden ja vor allem hier durch die Mitte durchgehen, also ist das eigentlich richtig gut. Oben gibt es auch einen Reißverschluss, man kann es auch hochrollen, wenn man es nicht benutzt. Ich glaube, es ist schon recht vielseitig einsetzbar oder eben auch wegräumbar, was auch ganz praktisch ist. Die Schublade mit dem Kühlschrank geht wohl trotzdem weiterhin auf. Das war unsere größte Sorge. Aber es sollte gehen, wenn wir dann den Reißverschluss ein bisschen hochziehen. Und ja, ich glaube gerade jetzt so hier haben wir gemerkt bei der Dämmerung, da gibt es immer ein paar Mücken. Wir würden aber gerne trotzdem Frischluft reinlassen und so können wir das weiterhin machen. Ja, der Mückenvorhang davor, der hat da einfach nicht so gut funktioniert. Und das ist schon eine gute Lösung, glaube ich. Pero eso los ponemos arriba. Y ahora vamos a ver cómo. Na? Sieht doch perfekt aus, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, was in der Aufnahme zu sehen war. Okay, ich hoffe, man sieht's. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Also ja, die machen jetzt noch 2 weitere Füße, sodass wir 4 Füße am Roof Rack haben. Dann hält das oben fest. Die Kätzchen sind so süß. Und vor allem, wie wir das letzte Mal hier waren, vor was waren das, 4 Monate? Da haben sie erst gerade geholt und die waren noch so klein und so schüchtern. Die waren so süß, wirklich. Und auch jetzt, also sie sind nicht so viel größer geworden, aber man merkt, sie sind erwachsener. Ja. Und sie kümmern sich um das Mäuseproblem, das eben kein Mäuseproblem mehr ist.
Okay, wir sind nicht ganz fertig geworden heute, aber davon sind wir ausgegangen, denn es war doch einiges zu tun. Also es waren viele Fummelarbeiten, die gemacht werden mussten. Aber wir haben das Mückennetz montiert, Ölwechsel haben wir auch noch gemacht. Die Winkel für die Awning haben sie auch bereits schon fertig, wurden auch lackiert. Aber wir haben dann gesagt, okay, lass uns das Ganze morgen montieren, denn ja, es war ein langer Tag. Die Jungs wollen auch irgendwann mal nach Hause gehen. Wir sind auch komplett durch. Wir waren noch ein Hähnchen holen und das heißt für uns, wir essen jetzt Abendessen und dann sehen wir uns morgen, wenn wir das Ganze montieren und dann auch gleich weitergehen. Tag 2 in der Werkstatt und wir sind schon wieder mittendrin, denn wir wollen heute schnell fertig werden. Die Chancen stehen gut, denn ja, sie arbeiten schon dran. Die finalen Winkel, die wurden gestern ja noch lackiert und fertig gemacht, werden jetzt dran geschraubt und dann kommt die Awning oben drauf. Sollte eine schnelle Sache sein, ich weiß nicht, nichts, was dagegen sprechen könnte. Von dem her sind wir richtig guter Dinge. Sería estos son Das war eine richtige Scheißaufgabe jetzt. Habt ihr jetzt alle 4 schon drin? Ich habe mal 2 montiert, Sie haben jetzt mal einen und den zweiten montieren Sie jetzt. Ich will das nie mehr wieder wegtun. Was war das Problem? Die Löcher waren zu knapp, oder? Ja, bei einem waren die Löcher zu knapp und die unteren Schrauben konnte man nicht befestigen. Weil halt alles so eng war. Naja. Ihr habt es geschafft. Ja. Noch einer und dann ist es gemacht. Ja. Und dann noch die Awning. Ah. Esse também. sí, no muy fuerte. Bevor wir jedoch weiterfahren, wollen wir das Ganze mal testen und schauen, ja, ob es so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und euch endlich auch mal zeigen, wie das fertig aussieht. Unser einziges Problem ist, wir sind halt beide klein gewachsen und darum müssen wir ein bisschen vom Dach aus arbeiten, aber auch das wird gehen, oder? Ja. Das sieht doch mal gut aus, oder? Ich glaube, dass sogar der Hund. Juhu! Auch du findest es gut, nicht wahr? Ja. Wir wollen ja endlich mal weiter. Es ist natürlich viel später geworden, als wir dachten oder wollten. Immer. Aber ich glaube, wir schaffen es heute noch da anzukommen. Aber auf jeden Fall wollen wir vorher genau noch duschen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach am nächsten Ziel. Was für ein wunderschöner Morgen. Oh, diese Balance. Also wir sind vor der Sonne aufgestanden, damit wir sie sehen. Wir waren echt kaputt. Hier sind laute Hunde und der Gockel kräht schon die ganze Nacht gefühlt. Wir dachten so, ja, kommen die überhaupt? Weil es ist so lange nichts passiert. Und dann auf einmal kamen die hinter diesen Bäumen her. Und ja, beschienen von der Morgensonne, richtig schön. Und es erinnert uns natürlich gleich auch an Kappadokien, da war es ja auch nochmal richtig schön. Aber hier so über den Pyramiden von Teotihuacan
machen die schon auch was her. Also es war wirklich richtig schön, oder? Ja, hat sich richtig gelohnt. Ja. Aber jetzt will ich mal einen Kaffee. Ja, Kaffee. Sehr gut. Wer hätte gedacht, dass es hier in Mexiko so kalt wird? Also ich hatte das überhaupt nicht im Blick, vor allem nach den letzten Monaten, die wir hier in Mexiko verbracht haben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier rauszugehen und die Ballons zu sehen, nicht wahr? Ich würde schon sagen, aber man sieht halt eben, dass Mexiko nicht nur ja, warmes Wetter, Strand und Badewetter ist. Und jetzt bist du auch froh um die Mütze, oder? Ja. Doch nicht so ein schlechtes Geschenk gewesen. Nee, überhaupt nicht. Aber umso mehr braucht es jetzt endlich den warmen Kaffee. Ja. Es dampft richtig. Danke. Gerne. Und falls euch unsere schönen Tassen aufgefallen sind und ihr noch nicht in unserem Shop wart, schaut unbedingt vorbei. Wir haben uns da besonders bei der Qualität sehr darauf geachtet, dass ja, die Tassen richtig gut kommen. Und wir freuen uns, wenn ihr im Shop vorbeischaut. Jetzt gibt es aber was Warmes. Wir wärmen uns jetzt noch ein bisschen auf und dann würde ich sagen, wir laufen zu den Pyramiden, oder? Ist ja nicht mehr so weit. Ja, also ich glaube, es ist eine Viertelstunde zu Fuß oder so. Und dann sehen wir die auch aus der Nähe. Ich freue mich schon. Mittlerweile ist es auch einiges wärmer geworden. Ich bin im T-Shirt, wir mussten uns sogar eincremen, aber es ist ja einfach ideal, um jetzt Teotihuacan kennenzulernen. Es ist eine ja, Ruinenmetropole, muss man fast sagen, denn hier haben wohl bis zu 200.000 Menschen gelebt. Also es war auch die größte Stadt oder eben Metropole Amerikas, wenn nicht sogar eine der größten weltweit. Sehr bedeutsam, nicht nur für Mexiko, sondern allgemein für diese Region. Also können wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Es ist ja richtig anstrengend, hier hochzulaufen. Es ist so steil. Und das noch auf 2.500 Meter. Es gibt sogar eine spezielle Technik für diese steilen Stufen, denn hoch kommt man noch fast besser als runter. Und zwar muss man seitlich gehen und am besten sich mit der oberen Hand noch abstützen. Hier sind wir in der Calle de los Muertos, der Straße der Toten. Und es ist so quasi die Hauptstraße dieses ganzen Komplexes. Die ist über 3 Kilometer lang, also man macht schon einen ganz schönen Fußmarsch. Und entlang gibt es verschiedene Pyramiden, wieder religiöse und politische Symbole, die auch die Macht der Herrscher repräsentieren sollen. Am anderen Ende ist die Pyramide des Mondes. Aber auf dem Weg dahin ist auf dieser Seite erst noch die Pyramide der Sonne. Das größte Gebäude in diesem Komplex und eigentlich, glaube ich, auch das wichtigste. Vielleicht zusammen mit der Pyramide des Mondes, aber auf jeden Fall gehen wir da jetzt als erstes hin. Die Sonnenpyramide ist das größte Gebäude in diesem ganzen Komplex und wohl auch eine der größten Pyramiden der Welt. Also das hätte ich echt nicht erwartet. Sie ist etwa 65 Meter hoch, glaube ich, haben wir ausgerechnet, oder? Ja. Und ja, ist schon ein ganz schön imposantes Bauwerk. Also es, Ja, und früher konnte man ja auch reinlaufen. ja, rein und hoch. Und hoch, Beides kann man jetzt nicht mehr. Ich glaube, rein kann man mit einer geführten Tour noch machen. Aber nicht mehr einfach so. Ja. Ah, und
Sonnenpyramide heißt sie eigentlich auch erst seit den Azteken. Also das Volk der Teotihuacan, bei denen weiß man nicht, wie sie es nannten. Danach kamen die Azteken und dann halt die Spanier. Aber ja, alle Namen eigentlich hier auf diesem Areal kommen von den Azteken. Un jaguar. Correcto. Esto es la muerte. Ah, entonces el son de la muerte es diferente que Es el diferente jaguar. que el jaguar. Hast du gewusst, dass ich Ocarina spielen kann? Nee, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Obwohl es klang, glaube ich, nicht so gut wie bei ihm. Naja, er ist Mal auch da. Profi. Erstens und ja, ich war auch ein bisschen abgelenkt von dem, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon am Mund hatten. Aber ja, war voll interessant, wie er uns auch erklärt hat, was das mit diesen ganzen Geräuschen hier auf sich hat, weil man hört andauernd ein Fauchen und Jaulen und eben diese Flöten oder Ocarinas und das sind scheinbar, also das eine ist der Jaguar, dann gibt es den Todesgott, der wohl im Krieg eingesetzt wird, um die Feinde abzuschrecken und dann wird eben die Ocarina einfach mehr für positive, ja, für positiven Kontext genutzt. Das war echt interessant. Ja. Ach, das so erklärt zu bekommen von dir? Ja, der hat sich voll Zeit genommen auch für uns. War richtig cool. Der gesamte Komplex hier wurde etwa 700 vor bis etwa 700 nach Christus erbaut. Und wenn man die Größe sieht, das ist ja unglaublich für die Zeit. Eine der Sachen, die man aber bis heute noch nicht weiß, ist, ja, wieso wurde das Ganze hier verlassen? Wieso sind die Menschen hier dazu mal weggegangen? Faszinierend. Die zeigen gerade, dass ein Insekt, das sich in den Kaktus festsetzt, da weiße Eier ablegt. Wenn man die Eier zerdrückt, kommt rote Farbe raus. Würde man gar nicht glauben. Und dann nimmt er eine Pflanze, die mit Tabak verwandt ist, die ist dann grün und jetzt hat er gerade eine gelbe Blume genommen für gelbe Farbe. Also es ist erstaunlich, was man mit so natürlichen Farben machen kann oder mit natürlichen, ja, Pflanzen einfach, wie stark das färben kann. Also wir laufen hier andauernd an diesen Touri-Ständen vorbei und ja, wir sind ja genauso Touris wie die anderen auch, aber dann sieht man einfach so in dieser Ecke den Mann, der mit diesen natürlichen Farben einfach einem so ganz was anderes zeigt. Das ist so viel interessanter als 500 Mal dieselbe Statue. Also so als Souvenir meine ich. Ja, und schon, wie er das auch präsentiert hat. Ja, also sehr interessant. Wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist einfach so eine Blume. Ja. Alles aus natürlichen Farben. Hörst du das? Ja, Das quakt. Wir haben das jetzt von den Guides abgeschaut. Ja, wir haben leider keinen Guide genommen. Am Anfang dachten wir so, ja, das wird wahrscheinlich alles richtig gut ausgeschildert sein, aber leider ist es nicht so. Und ja, am Anfang bekommt man auch keine Broschüre, weshalb wir ja, mit Internet versucht haben, so viel Informationen wie möglich zu bekommen. Also ja, ich glaube, für das nächste Mal würde sich so ein Guide lohnen. Okay, wir versuchen jetzt noch ein Experiment. Wenn man hier in der Mitte des Platzes ist, sollte Jessie, die da hinten ist, mich klar und deutlich hören. Spring! Okay, das hat schon mal geklappt. Hebe deinen linken Arm. Ach, das hat funktioniert. Und ich schreie nicht wirklich laut. Geh auf die Knie.
Okay, das funktioniert. Wie crazy ist denn das bitte? Hast du mich gut gehört? Ja, habe ich es richtig gemacht? Ja. Ja, dann. Außer den letzten. Ja, auf die Knie, oder? Ja, mich nicht anbeten. Ja, ich habe halt die teotihuacanische Version gemacht. Okay. Ich dachte, hier umgeben von Tempeln heißt auf die Knie, Lobpreise mich. Das war doch mal ein spannender Ausflug, würde ich mal sagen, oder? Ja, wir sind ziemlich viel gelaufen. Wir sind fast 8 Kilometer gelaufen. Die Sonne hat richtig runtergeknallt, weshalb wir vorhin einfach uns mal hinsetzen mussten und einfach mal runterkommen mussten. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben es schon erwähnt, am besten mit Guide, dann verpasst man auch nicht die coolen Sachen. Entsprechend groß ist jetzt aber auch der Hunger und wir haben gestern den Teig schon vorbereitet. Es gibt Pizza. Pizza! Und Italian Night. Ja, Italian Night mit italienischem Pop und voll Kitsch und ja, den Wein lassen wir heute, glaube ich, aus zwar. Ja, aber Pfannenpizza im Van ist wieder mal Zeit. Falls jemand das Rezept braucht oder möchte, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir können das gerne mal aufgreifen. Auf jeden Fall, ja, weil ich jetzt den Teig fertig aus, dann schneide ich das, was drauf kommt. Und wir möchten uns natürlich auch noch beim Sponsor des heutigen Videos, bei CyberGhost, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld zurück Garantie. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr uns weiter in Mexiko und entlang der Panamericana begleiten wollt. Wenn dem so ist, freuen wir uns riesig über ein Abo. Ihr würdet uns damit wirklich sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Hasta luego! Bye bye! Hier sind wir in der Calle del... Was war das?